Hallo zusammen, ihr Lieben. Ich lege das große Blatt für die Skorpione, für das Kollektiv. Denkt daran, es ist eine kollektive Energie. Und ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf aus eurem großen Blatt. Also hier scheint so, dass eine große Transformationsphase gerade bei euch wirkt, dass etwas in Bewegung kommt, dass ihr euch in Kürze auch neue Türen öffnet. Hier ist Anfang, Ende, Neubeginn. Hier sind auch so Wünsche, die ihr angucken dürft, die ihr vielleicht schon seit Kindertagen habt oder wirklich was ihr erträumt habt, was ihr immer schon mal machen wolltet, was jetzt vielleicht auch möglich ist. Ne? Hier liegen die Wege dazu, die Chancen, die Optionen, die Möglichkeiten für Neubeginne aller Art und auch für das Verwirklichen von Träumen, die ihr schon lange habt. Wir haben im Haus des Hauses die Wege drin, das heißt, es gibt vielleicht viele Entscheidungen, die ihr im häuslichen Bereich zu treffen habt, möchtet vielleicht umziehen oder etwas verändern im häuslichen Bereich. So habt ihr hier auf jeden Fall die Option. Es kann sein, dass ihr euch so ein bisschen, ich sag mal, Lebensenergie fehlt, die ihr euch hier zurückerobert oder wir uns. Ich bin auch ein Skorpion. 3, 4, 6, 7, 8. Und es geht vielleicht auch um Umbrüche am beruflichen Bereich. Ne? Alles, was hier nicht mehr passt oder in Liebe ist, wird so in Frage gestellt. Etwas endet, etwas fängt neu an. Man versucht auch hier, sich ein neues Kapitel aufzuschließen. Wir haben die Liebeskarte hier im Haus der Verstrickung drin. Und auch so das Blatt strotzt eigentlich vor Wünschen und Sehnsüchten. Man überlegt hier sehr viel, was man umsetzen will. Hier habe ich das nochmal überall da, wo es mit wenig Lebensenergie vorangeht oder ja, wo man so energielos ist oder unfähig, eine Entscheidung zu treffen oder vielleicht auch nicht ganz weitergekommen ist, weil die Klarheit gefehlt hat. So liegt ja eine kreative Lösung, auch hier innerhalb des Frühlings, das Aufblühen, das ist Auffrischen von allem. Hier zeigt sich ein Lebenskampf an, ein Konflikt, den man mit dem Leben hat, mit irgendeinem Thema. Das kann jetzt hier mit trennenden Elementen sein, mit der Selbstständigkeit aus Kindertagen oder auch aus familiärem Bereich. Möglicherweise auch betrifft es die Häuslichkeit, das Umfeld. Und hier besteht tatsächlich die Möglichkeit, ein Schwert niederzulegen, etwas zu harmonisieren, ja. Für alle, die jetzt so ein Liebesthema haben, ich habe im Haus des Neubeginnes ein Gegenüber drin, das sich hier auch auf den Weg macht, das viele Gedanken und Sehnsüchte auch hat oder nach Lösungen sucht. Und hier wird auch drauf geguckt, dass sich etwas stabilisiert, harmonisiert. Der ein oder andere wird hier eingeladen zu einer Reise. Das kann etwas Kleineres sein. Man sieht hier so eine Energie, die einen auch auffrischt oder die einem Lebensenergie zurückbringt. Und was hier auch auffallend ist für mich, ist so dieses Ding, glaubst du noch an die Geschenke des Lebens? Ja? Hier darf man sehr drauf gucken, wo man seine Energie hineingibt. Es ist eine sehr aufklärende Legung, allerdings auch wieder so, dass Transformationsprozesse eben neue Schritte mitbringen, bei denen man vielleicht noch skeptisch ist oder Richtungswechsel, wo einem noch das Wissen fehlt oder die Info, die man braucht. Und ich habe hier was sehr Schönes für uns. Das Leben ermöglicht uns hier langfristig an eine Info zu kommen, wie wir unser Seelenleben und alle Schattenthemen, die wir damit haben, auf stabilerem Boden bringen. Ne? Ich sagte ja hier, das Leben möchte dir hier was schenken. Das kann hier durchaus im Liebesbereich sein, im seelischen, psychischen Bereich, im häuslichen oder auch im finanziellen.
Hier wird etwas auf neuen Boden gepflanzt. Hier gibt es stabile Energien. Wir haben eine doppeldeutig drin. Das hier ist das Haus der Wege, da liegt das Haus drin. Das hier ist das Haus des Hauses, da liegen die Wege drin. Also ich rechne mal damit, dass viele Umschwünge kommen im Bereich der Häuslichkeiten oder auch wenn ihr irgendwas mit Immobilien habt oder so, ja. Oder eben auch, dass sich das Umfeld so ein bisschen stabilisiert, regeneriert, dass gute Energie da rauskommt. Oder das ist jetzt ganz speziell, dass manche auch etwas finden, eine Häuslichkeit, die sie sich lange so gewünscht haben. Oder dass sie eben Veränderungen im häuslichen Bereich so vornehmen können, wie sie sich erträumt haben. Wenn ihr irgendetwas mit den Behörden habt, kann hier eine rasche Lösung kommen, die auch zur Wunscherfüllung dient, auch hier auf dem selbstständigen Bereich der Arbeit. Überall da, wo es Konflikte gab oder wo die Finanzen sehr den äußeren Umständen mit wankender Energie einhergingen oder wo es auch um die Finanzen eines Gegenübers ging, was Geld, was euch zusammen betrifft, habt ihr hier die Wunscherfüllung drauf. Also finanziell gute Energie auf jeden Fall, die sich hier anbahnt. Ich habe Schattenthemen im Bereich der Liebe und Familie in der Mitte des Kartenblattes, also auch auf der Herzebene. Unter anderem kann es um Seelengefährten gehen oder auch um das Versorgtsein an sich. Ja? Wie versorgt mich das Leben, wie fühle ich mich damit, wo trage ich vielleicht auch noch Glaubenssätze, die mir mein Familiensystem mitgegeben hat, ne? Wo bin ich abhängig, wo bin ich unabhängig. Hier schafft man sich sehr viel Klarheit bei allen Herzensangelegenheiten. Wir haben hier überall da, wo keine Klarheit war, so langsam dieses Wissen, das man braucht, das auch langfristig weiterbringt. Und wir verschaffen hier Klarheit in allem, was verbindlich ist. Ne? Das können hier Verträge sein, Herzensangelegenheiten, berufliche Aufträge, Verträge, häusliche Dinge. Und hier sind plötzliche Veränderungen zu sehen, die aber am Ende in der Sonne und in einer sehr kreativen Lösung liegen. Das ist eine Lösung, die hast du so bisher auch nicht angedacht, sondern die gibt es dann einfach. Ne? Wir sind ein bisschen abhängig von außen, von Umständen, die wir nicht kontrollieren können oder auch von Themen, die hier im verbindlichen Bereich auch die anderen mit betreffen. Da habe ich hier tatsächlich auch die Umbrüche und den beruflichen Bereich. Ne? Finanzielle Veränderungen kommen hier nochmal. Überall da, wo es stagniert hat, kann es jetzt auch sein, dass man sich in Bewegung setzt, die finanziellen Ziele umzusetzen. Das Einzigste, was man so ein bisschen haben kann, ist, dass hier Leute der Familie mit einquatschen, dass sich hier Einmischungen ergeben, die für ein bisschen Konfliktpotenzial bei euren Entscheidungen zeigen. Es kann hier ein Mutterthema sein, ein Kinderthema, Freunde, Arbeitskollegen. Also bei den Veränderungsprozessen wirkt es am Ende stabil, aber es geht nicht ohne Konflikt einher. Man darf ja auch für sich einstehen. Guckt mal, wir selber liegen im Haus des Schicksals drin. Das dachte ich mir, als ich hier vorne schon die Transformation gesehen habe. Sorry, ich muss die Kamera ein bisschen korrigieren. Wir liegen im Hause des Schicksals drin. Wir haben alle Karten im Kopf. Hier ist ein großer Wandlungsprozess. Das Schicksalskreuz geht raus. Transformation mal wieder pur. Skorpion-Energie, ja. Hier habe ich Hindernisse auch im beruflichen Bereich. Es kann ja sein, dass man
Konkurrenz hat, jemand, der es einem nicht gut meint, Einmischungen oder dass die Situation an sich verstrickt anfühlt oder ungut oder dass man tatsächlich irgendwie einen neuen Weg sucht. Was ich schön finde, ist tatsächlich, dass wir hier das Familienkonstrukt wieder ein Stück weit beenden. Ich habe unten einen großen, in den Schicksalskarten einen großen Pulk. Das können Elternthemen sein, das können Kinder-, Geschwisterthemen sein, die hier auch auf den finanziellen und beruflichen Bereich einwirken, indem sie uns entweder Stellvertreter schicken oder Eigenschaften. Ne? Man überdenkt ja sehr viel die Vergangenheit nochmal. Man versucht, Konflikte zu lösen. Wir korrespondieren mit dem Neubeginn und dem Weiterkommen auch in Kürze und auch mit dem Gefühl der Sicherheit, das sich hier in Kürze einstellt. Ich habe hier tatsächlich sowas auch wie jemand, der es dir gut meint, jemand, der dich beraten kann, jemand, der Infos hat, jemand, der dir hilft, deine Prüfungen zu bestehen. Es kann ja auch ein finanzieller Gönner sein, jemand, der dir zur Wunscherfüllung geschickt wird. Es geht ja auch darum, die Finanzen so auf ein gutes Fundament zu stellen. Das sieht man hier, dass das, wo es nicht ist, klappt. Und es sind halt Umbrüche, das heißt, man verändert sehr viel. Für einen oder anderen von den Skorpionen kann es hier sein, dass sie eine partnerschaftliche Situation haben, wo sie sich doppelt gebunden fühlen. Das heißt, man muss eine Entscheidung zwischen zwei Menschen treffen oder aber die Vergangenheit meldet sich wieder, auch das kann sein. Wir haben ja das doppelt gebunden sein, man fühlt sich irgendwie zwischen Loslassen und Festhalten. Und ja, man ist so auf dem Weg, sich zu entscheiden, aber die Entscheidung liegt dann hier mit dem Haus sehr geerdet und auf einem guten Grund. So, jetzt habe ich hier das Thema Macht mit dem Berggewitter. Und es kann sein, dass es ein bisschen Durcheinander gibt. Wir haben unten den Wirbelsturm. Ja, hier gewittert es, der Donner grollt und es ist jetzt soweit, die Kräfte zu aktivieren, sein eigenes Potenzial abzurufen, Ängste beiseite zu legen. Man fühlt sich vielleicht so ein bisschen verunsichert, aber ich habe hier im Haus der Sicherheit den Klee drin. Also das dürfte sich auf einem kurzen Weg klären, denn wir korrespondieren auch damit. Wenn wir hier an der letzten Stelle liegen, gehen wir oft in ein ganz neues Kapitel in unserem Leben. Hier braucht man Mut, hier darf man Stellung beziehen, für sich einstehen. Deshalb liegt ja auch der Konflikt in unserem eigenen Haus. Ja, und wir sind der Held in unserem Leben. Ne? Wir dürfen eine Körperhaltung einnehmen, die überzeugend ist, uns nicht ducken, uns nicht klein machen, sowas alles. Wir schauen, welches Krafttier hier noch mitgeht für die Skorpione. Das Känguru. Achte auf deine Träume und Visionen. Dann kannst du große Sprünge machen. Das hatten wir hier. Es geht sehr, sehr viel um die Gestaltung des Lebens nach unseren eigenen Wünschen. Hier darf man so ein bisschen die Balance finden zwischen seinem Innern und dem Äußern. Seine eigene Stellung auch, ja. Der Augenblick wird wichtig sein. Also hier sind die Veränderungen auch zügig oder plötzlich. Und den darf man halt nicht verpassen, ne? Das gehört auch dazu, wenn man seine persönliche Macht annimmt, dass man dann halt auch bereit ist, die Konsequenz zu tragen. Und tatsächlich kündigt das Känguru an, dass man ohne großen Energieaufwand mit großen Sprüngen weit vorankommen kann. Okay, dann gucken wir noch eine Pflanze, die die Skorpione begleitet.
Ja, guckt mal, Erntezeit. Die Kornrade, begrüße Fülle und Reichtum und Segen, das haben wir hier, ne? Ihr Lieben, das lassen wir so stehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch. Bis bald.